Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Thema, das viele Freizeitpark-Fans kennen. Und zwar ist es manchmal echt nervig. Größenbeschränkungen bei Attraktionen. Warum darf man bei einer Bahn erst ab 1,40 Meter rein, während man bei der anderen schon mit 90 cm losdüsen kann? Und was steht eigentlich hinter diesen Limits? Reine Sicherheit oder auch was anderes? Wir schauen uns heute das ganz genau mal an. Und zwar vor allem für die Kleinen, also für die kleinen Kids. Deswegen bin ich für euch heute unterwegs im Freizeitpark und zeige euch im Plopsaland Deutschland, wie da die Regelungen sind und was Kinder mit bestimmten Größen überhaupt fahren dürfen. Also viel Spaß! So, angekommen im Plopsaland Deutschland geht es jetzt los mit dem Test und es wird Zeit, die Perspektive zu wechseln. Deswegen werde ich umbauen und dann seht ihr gleich die Perspektive eines kleinen Kindes. We are the number friends, come count with me. Let's learn and play today. 1, 2, 3. I'm number one, I like to run. Watch me go, having so much fun. Hang upon the stand and shout. That's the French with number friends. Everyone can play. 2 is here to play with you. Jumping high the whole day through. 3 loves climbing up a tree. Swinging branches happily. Count with us and shout. That's what French is all about. Let's be number friends. Everyone can play. Four likes rolling on the floor, spinning round and round for more. 5 does funny little jives, making everybody smile. Count with us and shout. That's what French is all about. Let's be number one can play. Here come more friends to meet. Alle weiteren Fahrgeschäfte, die ihr jetzt seht, sind nur in Begleitung Erwachsener möglich. Viel Spaß! Hallo, da bin ich. Also im Plopsaland Deutschland geht es nach Körpergröße. Das bedeutet, auch die Eintrittstickets gehen nach Körpergröße. Bedeutet, Kinder von einer Körpergröße ab 85 cm bis 99 cm zahlen momentan 19 € Eintritt in der Saison 2025 beim tagesdatierten Ticket.
Video Nummer 1 für euch mit den Körpergrößen von 85 bis 99 cm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Wer fliegt hoch? Wer fliegt rundherum? Wer fliegt tief? Wenn du an deinem Hebel ziehst, dann geht es hoch. Wenn du drückst am Hebel, dann geht es tief. Wer bleibt trocken und wer wird gleich nass? Achtung Blume, jetzt schnell aufgepasst. Wer ist Maya, wer Willi, wer fliegt rundherum?